Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist es endlich soweit. Ich werde gleich die Hinterachsaufnahmen an meinem T-Modell instand setzen. Beide Aufnahmen sind sehr stark beschädigt, deshalb werde ich sie entfernen und durch neue ersetzen. Ich habe beide Seiten bereits vorbereitet, deshalb kann ich gleich mit den Arbeiten beginnen. Wenn du sehen möchtest, wie die Vorbereitung abgelaufen ist, schau dir das Video an, was ich dir in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ich werde bei dieser Aktion keine Kompromisse machen. Ich werde die beschädigten Bereiche ausschneiden und anschließend passende Reparaturbleche einschweißen. Als Alternative zu meiner Vorgehensweise könnte man die Löcher zuschweißen. Das würde dann mit Sicherheit eine Weile halten. Ja, das ist aber eine Methode, die ich nicht favorisiere. Ich bin gespannt, wie du darüber denkst. Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Und jetzt komme ich zur Sache. Im ersten Schritt werde ich in dem gesamten Bereich den Unterbodenschutz entfernen, damit ich freien Zugang zu den Schweißnähten habe. Im Anschluss werde ich die Arbeiten im Innenraum fortsetzen. Hier habe ich bereits die Rücksitzbank ausgebaut. Du kannst dir das gerne in dem Video anschauen, das ich unten in der Videobeschreibung und oben in der Videokarte verlinkt habe. An dieser Stelle werde ich ebenfalls die Schutzschicht entfernen und anschließend die Schweißverbindung lösen. Alle Werkzeuge, die heute zum Einsatz kommen, werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und jetzt lege ich los. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich habe bei der Gelegenheit auch die Ecke hier von dem Unterbodenschutz befreit, weil ich hier eine Roststelle entdeckt habe. Ansonsten haben wir hier eine Durchrostung, gleich in der Nachbarschaft auch noch ein weiteres Loch. Hier oben sieht man ganz deutlich die Schweißpunkte. In dem unteren Bereich, wo sich normalerweise die Schweißpunkte befinden, fehlt ein Stück von der Hinterachsaufnahme. Deshalb wird das Lösen hier deutlich einfacher. Im Innenraum habe ich auch alles vorbereitet. Da sieht man die Schweißpunkte, die ich gleich lösen werde. Und hier in der Nachbarschaft habe ich leider eine Durchrostung entdeckt, mit der ich mich beschäftigen muss. In dem äußeren Bereich sieht man auch eine sehr starke Durchrostung. Ich werde an dieser Stelle das fehlende Material ersetzen müssen. Nach der Vorbereitung kann die Schweißverbindung geöffnet werden. Dafür benutze ich den Schweißpunktfräser. Aber bevor der Fräser zum Einsatz kommt, werde ich erstmal an allen Schweißpunkten eine Zentrierung setzen, damit der Fräser ruhig arbeiten kann. Für diesen Arbeitsgang kann man auch einen Körner verwenden. Ich werde aber mit einem 1,5 mm Bohrer arbeiten. Und so sieht es jetzt aus. Damit ist es sichergestellt, dass der Fräser nicht abrutscht. Ja, das sind die Schweißpunkte, die ich gleich mit dem Meißel lösen werde. Normalerweise befinden sich noch weitere Schweißpunkte an dieser Stelle. Hier hat aber der Rost den Bereich komplett aufgelöst. Deshalb muss ich hier gar nichts machen. Das kriege ich ganz leicht ab. Und hier die gleiche Situation. Der Rost hat den Bereich beschädigt. Normalerweise müsste ich einen ganz feinen Schnitt mit einer Flex machen. Das ist aber nicht notwendig, weil man sieht schon, wenn ich hier drücke, der ganze Bereich ist beweglich. So, aber jetzt geht's weiter. Ich habe das Blech zur Seite gebogen und jetzt habe ich freien Zugang zu der Wagenheberaufnahme, die hier auch mit Schweißpunkten befestigt ist.
Deshalb werde ich gleich die Schweißpunkte auch öffnen und die Roststelle, die ich hinter dem Blech gefunden habe, die werde ich im Anschluss auch bearbeiten müssen. Hier sieht man jetzt die befreite Hinterachsaufnahme, die sich in dem Spalt zwischen den beiden Blechen befindet. Da alle Verbindungspunkte geöffnet wurden, kann ich jetzt probieren, die Hinterachsaufnahme zu entfernen. Und dabei wird mir der Hammer helfen. Erstaunlicherweise sitzt die Aufnahme immer noch fest. Ich werde deshalb einen Schnitt unterhalb der Roststelle platzieren. Das müsste reichen. Jetzt noch ein paar Präzisionsschläge mit dem Hammer und dann müsste es gehen. Das war gar nicht so einfach. Die Hinterachsaufnahme ließ sich bis zum Schluss nicht rausnehmen. Und so sieht jetzt die Stelle nach der Schlacht aus. Das ist die Rückseite im Innenraum. Hier werde ich noch unbedingt den Rost entfernen müssen. Jetzt noch ein kurzer Blick auf den Übeltäter, der bis zum Schluss nicht rauskommen wollte. Er wird durch eine neue Hinterachsaufnahme ersetzt. Die neue Aufnahme ist zweiteilig und sehr stabil gebaut. Hier der Vergleich, und da fällt sofort auf, dass die neue Aufnahme an der kritischen Stelle mehr Material hat. Dadurch lässt sie sich sehr gut befestigen. Sie muss aber an dieser Stelle angepasst werden. Ich werde die Spitze kürzen müssen. Wenn diese Hinterachsaufnahme fertig ist, werde ich mich um die andere kümmern. Sie sieht auch sehr schlecht aus, obwohl sie schon von dem Vorbesitzer bearbeitet wurde. Eigentlich müsste ich sagen, leider bearbeitet wurde. Die Hinterachsaufnahme und der Unterboden wurden dabei beschädigt. Und das hat zur Rostbildung geführt. An dieser Stelle werde ich den ersten Teil der Reparatur beenden. Die weitere Aktivitäten und den Abschluss der Aktion zeige ich dir in der nächsten Folge. Ich lade dich zu dem Video herzlich ein. Wenn du für mich nützliche Tipps hast, die mir weitere Arbeitsschritte erleichtern, dann schreib mir bitte die Hinweise in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.